Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, und im heutigen Video soll sich alles um gehypte bzw. virale Skincare drehen. Mein letztes Video zu dem Thema hat euch richtig gut gefallen und ich sehe auch in meinen YouTube Analytics, dass ihr dieses Video nach wie vor sehr, sehr gerne schaut, und deswegen dachte ich mir heute, dass es an der Zeit ist für eine neue Version. Dann lege ich gleich mal ohne große Umschweife los, und falls ihr euch nichts unter diesem Video vorstellen könnt, eigentlich geht es nur darum, dass ich gehypte Produkte anhand der Formulierung beurteile und ob ich sie mir persönlich zulegen würde. Ein paar der Produkte habe ich sogar selber ausprobiert und werde dann dementsprechend auch meine persönlichen Erfahrungen dazu teilen. Als erstes habe ich mir den Youth to the People Age Prevention Superfood Cleanser ausgesucht, der ca. 30 € für 237 Milliliter kostet. Und wenn ich mir die Inhaltsstoffe mal anschaue, dann ist das so ein typisches Waschgel bzw. Reinigungsgel. Die Tensid-Kombi, die hier gewählt wurde, ist sehr mild und sehr hautfreundlich. Es ist ein Glutamat enthalten, es ist ein Betain mit drin. Und es ist auch noch zusätzlich Panthenol in diesem Reinigungsgel enthalten. Das ist dafür bekannt, das Irritationspotenzial von Tensiden nochmal herabzusetzen. Allerdings ist das für mich persönlich kein Produkt, für das ich das Geld ausgeben würde, weil mir persönlich es einfach wichtiger ist, dass ein Cleanser mein Gesicht reinigt. Da müssen jetzt keine fancy Actives wie beispielsweise Ascorbinsäure enthalten sein oder antioxidativer Kohlextrakt beispielsweise oder Spinat oder Grünteeextrakt. Das sind alles super schöne Inhaltsstoffe, die antioxidativ wirken können, aber die natürlich beim Abwaschen mit dem Abfluss landen, und solche Pflanzenextrakte sind mitunter relativ teuer, je nachdem, welche Qualität sie haben und wie viel davon tatsächlich enthalten ist. Deshalb würde ich persönlich keine 30 € für so ein Reinigungsgel ausgeben, vor allem wenn da noch so ein paar richtig schöne Pflanzenextrakte und Actives enthalten sind, die im Endeffekt im Abfluss landen und nicht sonderlich viel für meine Haut tun werden. Von daher bin ich auch eher der Meinung, dass es vor allem wenn man Geld sparen möchte, dass es ein besserer Weg ist, sich einfach einen milden, minimalistischen Cleanser zu suchen, der jetzt nicht haufenweise Schnickschnack noch enthält, und dann zusätzlich sich noch Produkte zu holen, die beispielsweise Ascorbinsäure enthalten oder antioxidative Inhaltsstoffe, die allerdings auf der Haut verbleiben und nicht abgespült werden. Als nächstes habe ich hier die Instant Detox Maske von Caudalie, und wenn ich das Wort Detox schon irgendwo in der Produktbezeichnung sehe, dann rollen sich mir die Zehennägel hoch, weil das einfach nur pures Marketing ist. Und wenn ich hier weiter runter scrolle, steht hier parfümfrei, aber da wäre ich mir persönlich nicht so sicher. Deshalb schaue ich mir jetzt natürlich die komplette Inhaltsstoffeliste an, und siehe da, hier sind natürlich deklarationspflichtige Duftstoffe drin und einige ätherische Öle, die natürlicherweise Duftstoffe enthalten, also zum Beispiel Bergamottenöl, Lavendelöl, aber auch Sandelholzöl. Deshalb ist das definitiv kein Produkt, das ich ausprobieren würde, weil ich genau weiß, dass meine Haut dann allergisch reagieren würde. Deshalb ist das definitiv nichts für mich, und ansonsten ist das halt so eine typische Tonerdemaske, und Tonerdemasken funktionieren auf Grundlage der Adsorption. Das heißt, die Tonerde lagert an ihrer Oberfläche den Talg, also das hauteigene Fettgemisch an, und wenn man das Ganze runterspült, dann sieht die Haut optisch abmattiert aus, aber das könnt ihr selbstverständlich mit jeder anderen Tonerdemaske auch erreichen. Kommen wir zu einem Produkt, das ich selbst ausprobiert habe, und zwar ist das die Sonnencreme von Beauty of Joseon, und hier kann ich definitiv nachvollziehen, dass diese Sonnencreme so extrem gehypt wurde und dass nach wie vor super viele Menschen auf diese Sonnencreme schwören, weil die einfach nur extrem angenehm auf der Haut ist. Sie lässt sich ohne Probleme in der entsprechenden Menge von 1 Gramm auftragen und sie sieht super unter Make-up aus. Außerdem ist die Formulierung richtig top. Die UV-Filter-Kombi ist sehr modern und hautverträglich, und das Ganze ist auch komplett parfümfrei. Falls ihr die Sonnencreme in Aktion sehen möchtet, ich habe auch ein Video dazu parat. Das verlinke ich euch sehr gerne oben in dem i und unten in der Infobox.
Der Roller von Revlon ist von Social Media auch kaum mehr wegzudenken und der wird vor allem verwendet, um die Haut abzumattieren. Da ist ein Stein drin, der recht porös ist und eben diese ganz kleinen Einbuchtungen hat. Das heißt, wenn man damit über sein Gesicht drüber geht, dann wird überschüssiges Fett aufgenommen. Aber das ist natürlich nur ein optischer Effekt, ähnlich wie das bei solchen Blotting-Papern der Fall ist. Wobei diese Blotting-Paper ein kleines bisschen hygienischer sind. Also man muss bei diesem Stein auch definitiv darauf achten, dass man den regelmäßig wäscht und entsprechend auch wechselt, wenn man merkt, dass der schon ein bisschen keimig und eklig ist, weil sich der Talg aus diesen kleinen Einbuchtungen nur schwer zu 100% entfernen lässt. Die Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops sind ja auch in aller Munde und ich muss sagen, die Produkte von Glow Recipe, die ich ausprobiert habe, haben mich nicht 100%ig überzeugt. Die Texturen waren zwar sehr angenehm, wässrig, leicht und haben sich schön auf der Haut angefühlt, aber die Parfümierung war immer extrem drüber. Es war sehr, sehr synthetisch, extrem fruchtig, extrem süß und das ist einfach nichts, was ich auf Dauer mag und die Produkte haben jetzt auch nicht so viel für meine Haut getan. Und hier haben wir zum Beispiel feuchtigkeitsbindendes Glycerin enthalten, es ist Niacinamid drin, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wie hoch die Konzentration ist und das Produkt ist natürlich wieder parfümiert, deswegen würde ich mir das persönlich einfach nicht kaufen. Aber es wird ein feuchtigkeitsbindendes und wahrscheinlich auch sehr angenehm leichtes Produkt sein. Allerdings habe ich ja genug andere Skincare aus dem koreanischen Bereich, die sich ähnlich anfühlt und die meiner Haut einfach noch einen Ticken mehr gibt und die nicht so stark parfümiert ist. Das Undaria Körperöl von OC ist ja auch all over Social Media, deswegen bin ich besonders gespannt, wie das formuliert ist. Denn das kostet schlappe $78 für 284 Milliliter. Und ich schaue mir natürlich mal die Inhaltsstoffe an. Basisöl ist ein Sonnenblumenöl und Sonnenblumenöl ist jetzt nicht unbedingt das teuerste Öl, was es so gibt, aber es ist relativ angenehm, es lässt sich gut spreiten, es ist nicht zu schwer auf der Haut. Dann ist auch noch ein Grapefruitöl enthalten, was aus der Schale der Grapefruit gewonnen wird, was natürlich auch dazu beiträgt, dass eine Grapefruit so riecht, wie sie riecht. Deswegen denke ich, dass dieses Körperöl so einen leicht zitrischen Duft haben wird. Allerdings bin ich schon allein aufgrund dieses Zitrusöls bei diesem Körperöl raus. Mal davon abgesehen, dass ich keine $78 dafür bezahlen würde, weil meine Haut Probleme mit Zitrusölen hat. Ansonsten sind noch weitere Öle enthalten, wie zum Beispiel Reisöl und Sesamöl. Also gegen diese Ölmischung ist nichts auszusetzen, aber aufgrund der ätherischen Öle und weil hier auch nochmal so ein Blend von Duftstoffen enthalten ist, welcher nicht nochmal detailliert ausgeführt wird, würde ich mir persönlich dieses Produkt nicht kaufen, weil ich einfach eine allergische Haut habe. Und hier steht nochmal extra dazu, dass diese Duftstoffmischung aus einer natürlichen Quelle stammt. Allerdings ist das eurer Haut relativ egal, woher ein Stoff stammt, ob er jetzt natürlich oder synthetisch gewonnen wird. Denn wenn ihr auf einen ganz bestimmten Stoff allergisch reagiert, dann macht das für eure Haut einfach keinerlei Unterschied. Und zu guter Letzt habe ich hier noch den Ilia Super Serum Skin Tint mit SPF 30 für 45,95 €. Und bevor ich zu den Inhaltsstoffen komme, will ich noch mal ganz kurz was zu diesem SPF 30 sagen, für alle, die neu auf meinem Kanal sind und sich damit noch nicht so gut auskennen. Diese Schutzleistung könnt ihr nur erreichen, wenn ihr eine entsprechende Menge des Produkts verwendet, was ungefähr 1 Gramm ist. Und die wenigsten von uns benutzen 1 Gramm Foundation oder einen ganzen Gramm von ihrem getönten Moisturizer. Das heißt, ihr werdet mit so einem Produkt in den meisten Fällen nicht den deklarierten Schutz erreichen. Deswegen ist es besser, wenn ihr unter eurem Make-up nochmal eine Sonnencreme verwendet. Was die Formulierung betrifft, habe ich jetzt nicht sonderlich viel zu meckern. Das Produkt ist komplett parfümfrei und enthält keine deklarationspflichtigen Duftstoffe, was für Menschen mit Allergien oder mit einer gewissen Duftempfindlichkeit sehr, sehr wichtig ist.
Außerdem wird dieser UV-Schutz hauptsächlich auf dem enthaltenen Zinkoxid basieren. Das ist ein anorganischer UV-Filter, der hier natürlich nicht weißeln wird, weil das Produkt mit Pigmenten versetzt wurde und diese überdecken selbstverständlich diesen typischen weißen Schleier, den Zinkoxid erzeugen kann. Dann ist noch Squalan enthalten, das ist ein rückfettender Bestandteil, der so ein super schönes, samtiges Finish erzeugen kann. Außerdem ist Niacinamid enthalten, aber ich vermute mal, dass es hier eher eine feuchtigkeitsbindende Wirkung haben wird. Und wir haben auch noch verschiedene Formen des Hyalurons, wird auch feuchtigkeitsbindend wirken. Außerdem noch reizlinderndes Bisabolol und Allantoin. Und das war's schon mit meinem heutigen Video zu gehypter Skincare. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und auch ein kleines bisschen hilfreich war. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr eines der Produkte getestet habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer sehr über ein Däumchen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!